Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU 21. Wir haben gerade ein frisches Epic-Event am Start und da werden wir heute auch ein bisschen von profitieren und uns mal neues Equipment holen. Ich bin gerade frisch Stufe 80 geworden, habe hier, wie ihr gerade sehen könnt, einen neuen Dungeon freigeschaltet. Und bevor wir mal so in die Dungeons gehen und uns neu equippen, wollen wir mal gucken, wie hier momentan der Server so performt. Wir haben hier mittlerweile 27.000, ein bisschen über 27.000 Spieler auf dem Server drauf, die sich registriert haben. Und das ist ja so momentan die Rangliste hier auf dem Server. Ein paar 250er dabei, beziehungsweise in dem Bereich von 250 sind hier ein paar Leute. Ja, aber wir sehen auch schon, dass es in den 50er Bereichen schon wieder ein bisschen weiter runter geht, auf jeden Fall unter die Level 200er Bereiche. Das war ja auf EU 20 nicht so gewesen, ne? Da hat sich das sehr lange hingezogen mit den 200ern und da war die Dichte, die Bandbreite der Spielerschaft, die deutlich höher gepusht haben, viel höher als hier auf EU 21, aber das war ja auch zu erwarten, auf jeden Fall. Ne? Wir spielen hier immer noch nach wie vor beim Stammtisch. Ne? Ist eine sehr gechillte Gilde. Wir haben mittlerweile 182 Ritterhallenpunkte. Also ist sehr entspannt. Aber mag ich auch sehr dieses Entspannte, weil dann hetzt mich keiner. Ich werde nicht unter Druck gesetzt von anderen Leuten oder irgendwelche Bedingungen, die man so erfüllen muss. Ich spiele hier ganz gemächlich, gechillt hier meinen Playstyle runter. Und so gefällt mir das auf jeden Fall ganz gut. Ja, bevor wir uns neu equippen, gehen wir erstmal nochmal kurz in den frisch freigeschalteten Dungeon rein und gucken mal, ob wir hier noch den ein oder anderen Gegner mitnehmen können, bevor wir uns neu equippen. Das sieht bisher ganz okay aus, auf jeden Fall. Hier haben wir noch 2 Gegner besiegt, haben nochmal ein Level-Up hier uns eingeheimst. Wie es mit dem Lava-Blob aussieht, auch noch mitgenommen. Auch nochmal ein Level-Up hier dazu gekriegt. 82 sind wir jetzt. Der 5. Gegner gibt uns hier ein Epic. Ich weiß aber nicht, ob wir den besiegen werden. Ich glaube, das wird eher unwahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ich glaube, die sind sogar noch ein bisschen schwächer als die jetzt im neuesten Dungeon da drin sind. Ich weiß nicht, ob wir aber hier auch noch einen besiegt bekommen. Da müssten wir wahrscheinlich gucken dann, dass wir uns neu equippen, bevor wir hier dann reingehen. Ja, das sieht hier zumindest so danach aus, als ob das nichts wird. Hier glaube ich genauso. Ja, deswegen würde ich mal vorschlagen... Oh, okay, unverhofft kommt oft. Da haben wir noch einen Gegner mitgenommen. Sehr schön, sehr schön. Und damit Stufe 83. Ab Stufe 90 schalten wir den Schmied frei. Und dann können wir uns auch die Epics sockeln, so wie uns das gefällt. Und das ist natürlich ganz nice. Wäre natürlich schön, wenn wir vorab Stufe 90 irgendwie hinbekommen könnten, bevor wir hier halt eben in die Dungeons reingehen, beziehungsweise neues Equipment holen. Aber da müssen wir halt erstmal irgendwie hinkommen und ich glaube, da müssen wir halt erstmal ein bisschen pushen für auf jeden Fall. Wir gucken mal, was bei den Pets so geht. Auch diese spiele ich hier natürlich wieder mal nicht aktiv. Ja, ich spiele die nur so weit, dass ich hier ein bisschen vorankomme in den Habitaten. Also hier bitte kein Beispiel dran nehmen, wie ich hier die Pets füttere. Das ist einfach nur, um ein bisschen XP durch die Habitate zu bekommen und vielleicht nochmal, so wie hier, ein kleines Level-Up mitzunehmen oder so. Ne? Das ist natürlich ganz nice, das will man sich natürlich nicht entgehen lassen. Und deswegen, sind wir jetzt schon Stufe 84. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal einfach, was wir so im Waffenladen hier bekommen. Ne? Equippen wir uns mal neu. Und eventuell ist das ein oder andere Item dabei, was uns hier helfen könnte, noch ein bisschen besser zu werden. Steine könnten wir wieder skippen, die sind mittlerweile ein bisschen besser. Wir nehmen aber erstmal den Gürtel mit, weil wir haben nicht sehr viel Rüstung gerade. Ein bisschen Rüstung kann es definitiv ganz gut tun. Hier haben wir alle Attributschuhe. Wir nehmen die mal mit, mal gucken, was wir noch so bekommen. Und einen, oh mein Gott, ja, perfekt. Ein Dreierbogen ist zwar nicht die maximale Spanne, die wir kriegen können. 220 Durchschnittsschaden, wir rechnen mal kurz. 220 Durchschnitt mal 1,5 ergibt die maximale Rechtsrausspanne, liegt bei 330.
Ja, ist weit weg vom Maximum, aber ist auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt haben. Deswegen nehmen wir das auch mal mit. Und alleine diesbezüglich hat sich das eigentlich hier schon gelohnt, muss ich sagen. Ja, ein Helm auch nochmal mit Rüstung. Perfekt. Tauschen wir auch aus. Wir tauschen diese 3 Sachen direkt mal und verkaufen das und schauen mal in die Edelsteinmine rein. Und dann gucken wir mal, ob wir damit schon tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Dungeon besiegen könnten. Es sieht, glaube ich, nicht ganz schlecht aus. Ich würde... Ja, da ist noch... Genau, den will ich haben. Geschickstein großer hier. So, dann setzen wir hier noch den schönen großen Ausdauerstein rein. Ein paar Statpunkte sind hier auf jeden Fall besser, das ist nicht verkehrt. Ja, hier setzen wir den rein und dann schauen wir mal, ja, wir bräuchten noch auf jeden Fall einen Ausdauer- oder Geschickstein. Das wäre noch ganz cool. Okay, da haben wir noch einen mittleren Geschickstein, den setzen wir da rein. So, und dann schauen wir mal, ob wir damit jetzt noch ein bisschen weiterkommen in den Dungeons und vielleicht noch, sieht gut aus, das ein oder andere Level-Up mitnehmen, bevor wir uns hier weiter equippen. Ne, ist immer ganz wichtig und damit kommen wir auf jeden Fall schon in die Range, so langsam aber sicher, dass wir zum Schmied gelangen und dann ist es auch egal, ob wir Items kriegen, die nicht gesockelt sind oder so, weil dann können wir die halt sockeln und das ist relativ wichtig, da dann hinzukommen, bevor wir uns jetzt hier, was weiß ich, wie neu equippen. Neuer Ring, gesockelt. Sehr schön, nehmen wir natürlich auch mit. Den brauchen wir nicht mal sockeln, der ist schon gesockelt. Und das ist natürlich sehr fein, so muss das sein. Und da setzen wir den Edelstein rein. Let's go. So, ja, und schon Stufe 88, so macht das doch Spaß. Sehr schön, oh mein Gott. Free Try, let's fucking go. Alter, und da sind wir schon gleich Stufe 90 und haben den Schmied freigeschaltet. Ey, das läuft doch wie ein Länderspiel hier, sehr schön. Und jetzt können wir hier auch in Ruhe Epic Event spielen. Ne? Neue Rüstung, nicht gesockelt, kein Problem. Wir haben den Schmied freigeschaltet. Also von daher, let's go, Sockel rein. Und so muss das sein. Und dann kommt der Stein wieder rein. Okay, komm, let's go. Heiliger Gral auch freigeschaltet, sehr schön. Ja, Sammelalbum kracht bei mir auf dem Server auch. Habe ich bisher jetzt nicht wirklich so für voll genommen. Deswegen, ja, ist das jetzt nicht das allerbeste, was wir haben, so. Okay, wir bräuchten noch Handschuhe auf jeden Fall. Dann sieht das doch ganz gut aus. Warte mal, bevor wir das machen, kriegen wir vielleicht noch den einen oder anderen Down hier. Wir können ja mal ein bisschen Gold verskillen. Wir brauchen aber auch noch ein bisschen fürs Epic-Event. Machen wir mal so. Bevor wir in den Zauber- und Waffenladen reingehen, könnten wir ja vielleicht noch hier ein Level-Up mitnehmen. Mal gucken in der Feuerelementar, ob der Bock hat. Sieht gut aus. Und jetzt vielleicht hier den Gorilla als nächstes. Boah, kurz vorm Level-Up hier auch wieder, ne? Mal schauen. Es wäre schön, wenn er noch fällt. Nehmen wir das Level-Up natürlich noch mit. Und dann sind wir hier natürlich gleich besser aufgestellt. Gleich 2 Level gemacht, hier von 91 auf 93. Sehr schön. Und wie sieht es hier aus? Oh mein Gott. Das ist ja... Oh, ich lieb's. Also die Phase vom Spiel, die liebe ich wirklich so. Die Phase jetzt hier mit den 2 Dungeons hier, der ist auch, wenn man den freigeschaltet hat, der ist auch so free, ne? Der, ja, da ist ein bisschen haarig nochmal, aber hier der Dungeon, wenn man den hat von Stufe 1 bis 10, das sind 10 Free Dungeon Gegner so. Das so diese Levelphase hier, die macht so Spaß, weil das geht alles so, ja, das schneidet sich so leicht wie Butter, sag ich mal, ne? Und das bockt auf jeden Fall. So, aber ich glaube, wir holen uns erstmal ein paar neue Sachen so, denn die Gegner sind zwar nicht unmöglich, also wenn ich jetzt hier Tryhard spielen würde und genug Pilze hätte, würde ich glaube ich erst die Gegner tryen, den lasse ich jetzt einfach mal liegen. Aber wir haben nicht mehr so viele Pilze und ich will mich noch neu equippen einmal, deswegen, ja, nehme ich mal lieber das Equipment mit, bevor wir, ja, die Dungeon-Gegner können wir immer noch besiegen so. Oh. Okay, alles klar, ja, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Spanne ist ja exorbitant. Und da haben wir auch die Handschuhe. So, und jetzt können wir auch den Stein gewinnen. Das ist halt auch das Geile. So, wir brauchen nicht hier großartig irgendwie nochmal in eine Mine rein oder so. Deswegen können wir das gleich tauschen. Hier, Sockel hinzugefügt. Okay, dann haben wir die linke Seite voll. Gehen wir noch ein bisschen in den Zauberladen rein, obwohl...
Vielleicht jetzt nochmal mit der neuen Waffe. Nochmal ein bisschen Shrine. Dachte ich mir. Das dachte ich mir, dass jetzt nochmal ein bisschen was liegt. 95 erreicht. Und damit haben wir auch den nächsten Dungeon freigeschaltet. Den kriegen wir auf eine Expedition. Dann machen wir mal schnell eine kleine Expedition und schalten mal den nächsten Dungeon frei. Mal gucken, ob wir den jetzt gleich bei der ersten hier bekommen. Das wäre natürlich super. Dann könnten wir hier direkt weiter pushen. So. Jetzt hat das wieder geklingelt. Kleinen Moment. So, und da haben wir auch den Key direkt freigeschaltet hier für den nächsten Dungeon. Und können auch direkt hier weitermachen beim Yeti. Da fallen auch hoffentlich direkt die nächsten paar Etagen. Und dann sieht Stufe 100 schon gar nicht mehr so unrealistisch aus hier. Dann haben wir das nämlich gleich. Ich glaube, der ist noch einfacher. Ja, sehr schön. Und jetzt als nächstes ist, glaube ich, der Schneelöwe dran hier, ne? Das sind so easy Level-Bereiche hier. Da kann man so schnell, so easy vorankommen, das ist echt exorbitant. So, Dämonenportal freigeschaltet. Wir haben eine neue Waffe. Ja, ist ein bisschen besser vom Durchschnittsschaden schon wieder her natürlich, ne? Aber die Spanne gefällt mir da leider nicht so gut drauf. Die ist nicht schlecht, aber ich glaube, meine jetzige Waffe ist aufgrund der Spanne ein bisschen besser. Deswegen würde ich die erstmal behalten, die wir jetzt haben. Und versuchen nochmal hier einen Gegner, ja, vielleicht mitzunehmen, Stufe 100 zu erreichen. Ansonsten gucken wir mal einfach. Ja, sehr schön. Let's go. Stufe 100 erreicht. Nächstes Achievement geunlockt. Ja, kriegen wir den Alligator noch hier frei? Der gibt uns nochmal einen Epic. Mal schauen. Der gibt uns, ja, nochmal den Ring. Ich glaube, der hat 2 Level gerade gegeben, ne? Nochmal einen Ring. Nochmal um 20 besser. Direkt nochmal. Also, ja, das geht jetzt schnell. Dadurch, dass man so viele Level pusht hier in so kurzer Zeit, geht es jetzt halt relativ fix, ne? Das ist schon... Ja, es geht schon relativ gut von der Hand, sag ich mal. Wie sieht es denn aus mit ihm hier? Wir tryen einfach mal ein paar Versuche. Ist der Endboss, gibt uns einen Epic. Vielleicht noch was dabei, was wir gebrauchen könnten, aber der sieht noch ein bisschen schwierig aus auf jeden Fall. Gut. Ich würde mal sagen, wir gucken mal erstmal im Zauberladen, dass wir hier noch unsere restlichen Epics noch bekommen. Wir könnten auch schon wieder nach einer neuen Waffe suchen, so wie ich das mir hier ansehe. Ich will eigentlich einen 3-Stat haben. Ja, weil Durchschnittsschaden schon wieder leicht besser. Spanne, ne? Die Spanne ist halt das Spannende dabei. Da muss es auf jeden Fall ja, gut vorangehen. Ansonsten würde ich das nicht machen wollen. Okay. Oh ja. Das ist ein schönes Upgrade hier. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und jetzt fehlt uns hier nur noch ja, das Extra hier unten. Okay, nee, das nehmen wir nicht. Ja, nehmen wir auch nicht das Extra noch. Und dann bin ich eigentlich gut bedient hier jetzt für das Epic Event. Da haben wir hier in kürzester Zeit wirklich sehr, sehr viel rausgeholt. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt auch sogar ein Extra mit, was alle Attribute ist. Ich würde es ungern machen wollen. Aber die Pilze sprechen für sich, dass wir jetzt auf jeden Fall so langsam ein Epic bräuchten. Ansonsten kriegen wir hier gar keins mehr, glaube ich, das Epic Event, ne? Und das wäre ziemlich schade. Jetzt kommt leider kein Extra mehr. Hoffentlich kriegen wir jetzt noch eins mit den letzten paar Pilzen. Das wäre noch relativ wichtig. Und dann, ja, müssen wir die nächsten Tage noch ein bisschen weiter pushen auf jeden Fall, was so die Dungeons angeht. Ihr seht, da ist definitiv noch Potenzial da. Und da haben wir sogar ein 3er-Epic, sehr schön. Ein Glück, ich habe schon ein bisschen gestruggelt schon hier, muss ich sagen, persönlich. Einfach nochmal random reingehen. Was haben wir hier? Plus 27. Ja, für Rüstung halt wichtig, ne? Wir nehmen das beides nochmal mit. Ist nochmal teuer, dadurch können wir zwar jetzt nicht mehr großartig Dungeons pushen, aber wir haben hier auch nochmal die 3-Stat-Schuhe am Start, das ist noch ganz, ganz nice. Und ja, jetzt sind wir eigentlich komplett ausgelastet, was so ja, Alu angeht, beziehungsweise was die Pilze angeht. Jetzt können wir halt nichts mehr machen, großartig. Ne? Den verkaufen wir auch. Den hätten wir vielleicht auch für Begleiter nutzen können. Ja, wäre vielleicht smarter gewesen. Das Ding können wir jetzt auch hier verbessern auf 10. Das ist halt der Trick, den man hier macht mit dem Teil. Sky's the Limit. So.
und jetzt kann man das Ding hier quasi verkaufen. Deswegen behält man die Anfangswaffe, weil das quasi für umsonst ist. Man behält die so lange, bis man den Schmied hat. Und ja, das ist jetzt so der Progress für die Folge auf jeden Fall. Wir sind sehr, sehr weit gekommen in sehr kurzer Zeit. Die Pilze sind jetzt das Problem so ein bisschen jetzt gerade, aber ansonsten denke ich mal, lief das doch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Alles klar, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch was, alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.